Ich finde es himmeltraurig, wenn der Unternehmer am Tag X sein Unternehmen nicht an die nächste Generation übergeben kann. Wie es optimal gelingt und was sie machen müssen, schauen wir heute am Beispiel von Selina und Rudi Bauberger an. Mein Name ist Bruno Arecker, Gründer und Inhaber von Appletree. Ich sehe relativ viel und höre viel in den letzten 20 Jahren, was die Unternehmen das Gefühl haben, was sie für einen Wert haben in ihrer Firma. Fakt ist aber, dort, wo die Personenabhängigkeit besteht, ist der Wert eher tief. Man kann so als Faustformel sagen, vielleicht EBITDA mal 4 bis 6, aber das ist auch wieder von jeder Branche zu Branche anders und muss mit Vorsicht genießen sein. Auf jeden Fall ist dort, wo der Unternehmer klare Werte geschaffen hat, emotionale Werte, das Unternehmen hoch verdichtet hat auf 3 Wörter, dort schafft er eher auch Personenunabhängigkeit zu schaffen und daraus dann auch einen monetären, hohen Wert für das Unternehmen zu schaffen, wo der potenzielle Nachfolger auch gerne kaufen und in Zukunft sieht und auch bereit ist zu investieren. Wie bestimmen wir den Wert für unsere Firma? Das ist eine gute Frage und auch ein heikles Thema. Vor allem, wenn Immobilien im Spiel sind. Ich denke da auch Maschinenwert, Fahrzeuge, Verpflichtungen. Grundsätzlich aus unserer Sicht ist der Verkaufspreis für den Käufer, also der kauft, immer zu hoch und für den, der verkauft, immer zu wenig. Da kann man ewig diskutieren. Wir sind der Meinung, da muss man einen Kompromiss finden oder man lässt es einfach sein. Und wenn man wie in unserem Fall noch nicht 65 ist, sondern jünger, hat man keinen Druck und kann die Zeit nutzen. Also mit der nötigen Geduld lässt sich alles regeln. Das ist das, was wir wirklich empfehlen. Ein schuldenfreies Familienunternehmen zu verkaufen, ist einfach nicht einfach. Aber wir haben es geschafft. Wir haben gewusst, wenn wir wenig Aufsehen erregen wollen, dann müssen wir direkt unseren Wunschkäufer ansprechen. Und wir haben nur eine Chance, um das hinter den Kulissen abzuwickeln. Weil je mehr Leute das von dem wissen, umso schwieriger wird es für die Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden. Und je weniger Leute davon wissen, umso einfacher auch für uns. Dank dem, dass wir so eine grosse und eine starke Vorarbeit geleistet haben, dass wir eine starke Marke sind und auch dank der Hilfe unserem Treuhänder und der optimalen Zusammenarbeit von all diesen verschiedenen Leuten haben wir es fertiggebracht, dass wir nach 4 Monaten den Kaufvertrag unterschreiben können. Oder in unserem Fall eben den Verkaufsvertrag unterschreiben. Und wir gehen jetzt spazieren. Haben Sie einige Impulse von unserem Gespräch mitnehmen? Wenn Sie mehr wissen von familiengeführten Unternehmungen, kontaktieren Sie uns. Selina und Rudi Bauberger und ich, Bruno Arecker von Appletree, stehen gerne zur Verfügung.